Vergessene Hochtechnologie. 7 antike Bauwerke, die die moderne Wissenschaft in die Krise stürzen. Das Rätsel von Fujian, der Granit, der nicht brechen darf. Stell dir vor, du stehst an der Südküste Chinas in der Provinz Fujian. Es herrscht eine brütende subtropische Hitze. Die Luft ist feucht, schwer und durchdrungen vom Geruch nach altem Moos und regennassem Stein. Vor dir erhebt sich eine Brücke aus der Song-Dynastie. Ein Relikt, das seit über 800 Jahren stoisch dem Zahn der Zeit trotzt. Auf den ersten flüchtigen Blick scheint es ein gewöhnliches Konstrukt zu sein. Steinsäulen, darauf Steinbalken, die einen unscheinbaren Fluss überspannen. Doch dann fällt dein Blick auf die Details. Und ab diesem Moment kollabiert unser modernes Ingenieursverständnis. Jeder einzelne dieser Brückenbalken besteht aus purem Granit, nicht aus Segmenten zusammengesetzt. Keine Fugen, keine verbindenden Elemente, kein Tropfen Mörtel. Es sind massive, aus dem Fels geschlagene Monolithen, 21 Meter lang. Ein einziges Stück Gestein, das ein geschätztes Gewicht von über 200 Tonnen auf die Waage bringt und eine gewaltige Spannweite von 21 Metern freischwebend überbrückt. Hier beginnt das massive Problem für die Materialwissenschaft. Granit ist zweifellos eines der härtesten Gesteine unseres Planeten, eine satte 7 auf der Mohs-Skala und damit härter als Stahl. Doch Härte und Zugfestigkeit sind zwei völlig unterschiedliche Dimensionen. Granit brilliert unter massivem Druck. Er ist der stumme Träger unserer modernen Wolkenkratzer. Aber setze ihn einer Biegung aus und du provozierst eine architektonische Katastrophe. Die Zugfestigkeit von Granit dümpelt, je nach seiner Kornstruktur und dem Quarzgehalt, bei bescheidenen 7 bis 25 Megapascal. Um das in Relation zu setzen, Beton kommt auf 2 bis 5 Megapascal, Stahl lacht mit mächtigen 400 Megapascal. Granit liegt zwar dazwischen, verhält sich aber weit eher wie Beton als wie Stahl. Das bedeutet, unter Biegung bricht Granit nicht aus Schwäche, sondern weil seine kristalline Struktur an den sogenannten Korngrenzen unter Zugspannung schlichtweg zerreißt. Das ist keine steile These, sondern grundlegende Gesteinsmechanik nachzulesen in jedem Erstsemester-Lehrbuch. Ein 21 Meter langer Granitbalken, der nur auf seinen Enden ruht und mit über 200 Tonnen Eigengewicht in Richtung Abgrund drückt, generiert in seiner exakten Mitte eine extreme Biegespannung. Ingenieure der renommierten Tongji-Universität in Shanghai haben das mathematisch durchgespielt. Das vernichtende Resultat: Die entstehende Biegespannung sprengt den theoretischen Grenzwert der Zugfestigkeit dieses Granittyps um Längen. Dieser Balken hätte längst katastrophal brechen müssen. Er hätte sich durchbiegen, in der Mitte zerreißen und quer durch den Querschnitt splittern müssen, exakt dort, wo die physische Zugspannung kulminiert. Aber er tut es nicht. Seit Jahrhunderten nicht ein einziger Bruch. Die verzweifelte Ausflucht der Standardwissenschaft: Man habe durch jahrhundertelange Erfahrung schlicht besonders guten Granit mit abnormal hoher Zugfestigkeit selektiert. Klingt plausibel, ist aber reines Glücksspiel. Kein einziger Bauingenieur der Gegenwart würde ein Bauwerk mit einem Sicherheitsfaktor von 1 absegnen. Der moderne Mindeststandard liegt bei 2 bis 3, sprich, die Traglast muss das 2- bis 3-fache der tatsächlichen Belastung wuppen. Die Erbauer in Fujian balancierten gnadenlos am absoluten Limit der Physik. Entweder besaßen sie ein derart profundes Wissen über Materialeigenschaften und geheime Prüfmethoden im Steinbruch, die wir ihnen niemals zutrauen würden, oder sie kannten eine verloren gegangene Technik, um Granit unter Biegung künstlich zu stabilisieren. Beide Optionen sind für das offizielle Geschichtsbild zutiefst unbequem. Die Brücke der Götter, ein 48 Kilometer Wunder im Ozean. Wenn Granitmonolithe für Kopfzerbrechen sorgen, dann schnallt euch für das nächste Kapitel an. Wir wechseln zur Palkstraße, dem stürmischen Nadelöhr zwischen Indien und Sri Lanka. 30 Kilometer flaches, von tückischen Strömungen durchzogenes Salzwasser, das von lokalen Fischern seit Jahrtausenden durchkreuzt wird. Und exakt durch dieses Gewässer zieht sich eine Kette aus Sandbänken, Kalksteinuntiefen und Korallenblöcken. Satte 48 Kilometer lang. Von der Küstenstadt Rameswaram an der äußersten Südspitze Indiens bis zur Insel Mannar vor Sri Lanka. Das Faszinierende: Diese Kette verläuft über den Löwenanteil der Strecke schnurgerade und macht dann eine so perfekte, leichte Krümmung, dass sie exakt der Erdbogenprojektion entspricht. Es wirkt, als hätte ein titanischer Architekt mit dem Zirkel eine Linie auf den Globus gezogen und sie im dunklen Ozeanwasser manifestieren lassen. Die Inder nennen sie Rama Setu, die Brücke Ramas. Im Westen kennt man sie als Adams Bridge. Das Landsat-Programm der NASA lieferte Satellitenbilder, die keine Zweifel lassen. Dort verläuft eine hell leuchtende, durchgehende Linie durch das tiefe Blau.
Im Jahr 2003 entfachte die NASA damit eine bis heute lodernde wissenschaftliche und politische Feuersbrunst in Indien. Die indische Geologiebehörde, der Geological Survey of India, rückte an und trieb Kernbohrungen direkt in diese mysteriöse Struktur. Ihre Befunde sind explosiv. Die Bohrkerne zeigten, dass diese Kalksteinblöcke und Korallenfragmente, die auf einer massiven Sandschicht thronen, sich nicht in ihrer natürlichen Wachstumsposition befinden. Sie sind angehäuft, deplatziert, gezielt aufeinander gestapelt. Mutter Natur baut so etwas nicht. Korallenriffe wachsen niemals in linearen, 48 Kilometer langen Autobahnen. Und Sandablagerungen formen von sich aus keine durchgehenden, einst begehbaren Dämme quer über das offene Meer. Jetzt wird es brandgefährlich für die Geschichtsbücher. Forscher des Center for Earth Science Studies in Kerala unterzogen die obere Korallenschicht einer Thermolumineszenzdatierung. Das Alter geschätzte 3500 Jahre. Doch der Schock lauerte tiefer. Die tragende Sandschicht darunter wurde auf über 7000 Jahre datiert. Und die geologische Basisstruktur könnte noch weitaus älter sein. Klar, sofort stürzten sich Kritiker darauf und nannten Thermolumineszenz im marinen Milieu unzuverlässig. Doch selbst die denkbar konservativste Fehlertoleranz katapultiert dieses Bauwerk in eine Epoche, die laut offizieller Chronologie unmöglich Monumentalbauten hervorbringen konnte. Erinnern wir uns an das Ramayana, eines der ältesten Epen der Menschheitsgeschichte. Schriftlich vor über 2000 Jahren fixiert, mündlich uralt. Es beschreibt haargenau, wie der Gott Rama seine Armee anweist, eine gewaltige Brücke über das Meer nach Lanka zu errichten. Block für Block, Stein auf Stein. Jahrtausende lang tat man dies als Folklore, als Metapher und Kindermärchen ab. Doch die NASA-Bilder sprechen eine andere Sprache. Die 48 Kilometer lange Struktur ist real und sie liegt exakt dort, wo das Epos sie verortet. Die Frage lautet längst nicht mehr, ob sie existiert. Die Frage ist, wann wurde sie erbaut und von wem? Geflochtene Physik, das Seilstatik-Mysterium der Inka. Wir verlassen die asiatischen Meere und steigen hinauf in die peruanischen Anden. 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Vor uns gähnen Abgrundtiefe, hunderte Meter tiefe Schluchten, an deren Grund reißende Gletscherflüsse toben, die sich über Jahrtausende durch das nackte Gestein gefressen haben. Und über diesen tödlichen Abgründen schweben Brücken. Brücken erschaffen aus purem Gras. Die Inka meisterten die Kunst, Hängebrücken aus Ichugras zu konstruieren, einem zähen, drahtigen Gewächs, das auf der Puna in über 4000 Metern Höhe gedeiht und dessen Fasern eine absolut schockierende Reißfestigkeit aufweisen. Diese feinen Halme werden zu Bündeln gedreht, die Bündel verflechtet man zu armdicken Seilen, die Seile presst man zu handbreiten Kabeln zusammen und aus diesen Giganten der Flechtkunst webt man schließlich die gesamte Brücke. Bis zu 45 Meter weit spannen sie sich freischwebend über den Tod. Ein falscher Tritt, ein gerissenes Seil und der Absturz ist sicher. Das ist kein theoretisches Museumsstück. In der Cusco-Region bei Quesvahaca wird die letzte originale Inka-Brücke bis zum heutigen Tag exakt nach diesem uralten Verfahren von den lokalen Quechua-Gemeinden erneuert. Jedes Jahr aufs Neue. In nur 3 Tagen Bauzeit wird die alte Brücke gekappt, fällt in den Abgrund und das frische Bauwerk wird majestätisch über die Schlucht gezogen und verankert. 2013 ernannte die UNESCO dieses Spektakel zum immateriellen Weltkulturerbe. Wir können einer 500 Jahre alten Spitzentechnologie live bei der Arbeit zusehen. Doch das entscheidende Detail wird in romantischen Dokumentationen gerne verschwiegen: die reine Mathematik hinter der Flechtgeometrie. John Ochsendorf, Professor für Architektur und Bautechnik am weltberühmten Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, hat diese Inka-Konstruktionen jahrelang seziert und publiziert. Sein Fazit? Das ist keine rustikale Bastelarbeit. Der exakte Drehwinkel der Fasern, die Stärke der Bündel und die Schichtung der Kabel folgen einem genialen physikalischen Muster. Es verteilt die enormen Zugkräfte optimal über die gesamte Brückenlänge und minimiert gleichzeitig Torsionskräfte, das gefährliche Verdrehen unter Last und Wind. Die Verdrillung auf Ebene der mikroskopischen Einzelfaser arbeitet gezielt gegen die Verdrillung des massiven Gesamtkabels. Das ist gegenläufige Drehung auf unterschiedlichsten Hierarchieebenen. Meine Damen und Herren, das ist angewandte Seilstatik in Reinkultur. Es offenbart ein intuitives Verständnis von Vektoraddition, von Scherkräften und dynamischer Lastverteilung. Zum Vergleich: In Europa wurde dieses physikalische Wissen erst im 19. Jahrhundert durch Genies wie Navier und Cauchy in mathematische Formeln gegossen. Die Inka kannten weder das Rad noch Schriftzeichen im europäischen Sinn. Sie nutzten Quipus, ihre komplexe Knotensprache.
Sie besaßen keinerlei Metallwerkzeuge für den Brückenbau. Und dennoch beherrschten sie die Hochphysik der Hängebrücke, nicht kodiert in verstaubten Formelbüchern, sondern im Rhythmus und der Spannung ihrer Knoten. Das Atlantis-Echo, die versunkene Straße von Bimini. Tauchen wir nun unter die Wasseroberfläche direkt in das Jahr 1968 vor die Küste der Bahamas. Der legendäre französische Apnoe-Taucher Jacques Maillol und der Kurator des Miami Museum of Science, der Archäologe und Zoologe J. Manzon Valentine, erkunden die Gewässer nördlich von North Bimini. Auf dem sandigen Meeresboden in knapp 6 Metern Tiefe machen sie eine Entdeckung, die einen über 50 Jahre andauernden Gelehrtenkrieg entfachen sollte. Sie stoßen nicht auf verstreute Felsbrocken. Sie finden eine durchdachte Struktur, 800 Meter lang. Parallele Reihen aus gewaltigen, rechteckigen Kalksteinplatten, von denen jede zwischen 2 und 5 Tonnen wiegt. Sie sind exakt aneinandergereiht und formen eine leichte J-Kurve. Die Welt taufte sie die Bimini Rot. Die geologische Mainstream-Fraktion war schnell mit einer Erklärung zur Hand. Alles völlig natürlich. Sogenannter Beachrock. Eine Formation aus Strandsediment, Muschelfragmenten und Sand, die unter Wasser durch Calciumcarbonat zementiert wird. Unter tektonischem Stress soll diese Gesteinsschicht dann in herrlich gleichmäßige Blöcke aufbrechen. Ein natürliches Rissmuster, so behauptet man. Kein Bauwerk von Menschenhand. Dann schauen wir uns doch mal die nackten Zahlen an. Ja, Beachrock bricht in Fragmente, das ist dokumentiert. Aber die Blöcke der Bimini Rot weisen bestürzend konsistente Dimensionen auf. Eine identische Breite von 3 bis 4 Metern, eine konstante Dicke zwischen 60 und 90 Zentimetern und nahezu perfekte, gleichmäßige Abstände zueinander. Mutter Natur bricht Steine in unregelmäßiges Chaos, nicht in standardisierte Bausteinmodule. Das wahre Killerargument lieferte der US-Geologe David Zink bei seinen systematischen Tauchgängen in den 1970er und 80er Jahren. Er fand heraus, dass sich unter diesen Deckblöcken eine zweite, verborgene Schicht verbirgt. Blöcke unter Blöcken und das Beste? Die untere Schicht ist in ihrer Ausrichtung um etwa 90 Grad gegen die obere verschoben. Zeigen Sie mir das natürliche geologische Bachrock-System, das präzise ausgerichtete Kreuzfugen über 2 getrennte Schichten produziert. Das wäre eine geologische Singularität ohne jede Erklärung. Dazu kommt der Faktor Zeit. 6 Meter unter dem heutigen Atlantikspiegel. Der Meeresspiegel in dieser Region war zuletzt vor etwa 10.000 Jahren derart niedrig, dass dieses Bauwerk im Trockenen gelegen hätte, am eisigen Ende der letzten Eiszeit. Die offizielle Ausrede einer natürlichen Entstehung fällt schon bei der zweilagigen Konstruktion in sich zusammen, aber das Eiszeitalter gibt ihr endgültig den Todesstoß. Und jetzt wird es wirklich gespenstisch. Im Jahr 1938, exakt 30 Jahre vor Miolls und Valentines Entdeckung, behauptete der amerikanische Mystiker Edgar Cayce in einer seiner protokollierten Trance-Sitzungen, dass man in der Nähe der Insel Bimini bald die Überreste von Atlantis finden werde. Man darf von Cayce und seinen Prophezeiungen halten, was man will. Die Wissenschaft strafte ihn stets mit Verachtung. Doch der Fakt ist unumstößlich. Ein Mann nannte einen präzisen Ort im Ozean, 30 Jahre bevor jemand dort hinabtauchte. Und die monumentalen Steine waren tatsächlich dort. Das liefert uns keinen Beweis für Atlantis. Aber es beweist schonungslos, dass die tiefen Fragen unserer Menschheitsgeschichte oft weitaus älter sind als die offiziellen Antworten. Die leuchtenden Highways der Maya. Wir tauschen das Meer gegen das grüne Inferno von Yucatan in Mexiko. Ein tropischer Regenwald, dessen Blätterdach so gnadenlos dicht ist, dass es aus der Luft wie ein unendlicher grüner Ozean wirkt. Doch wenn man dieses Dach mit modernsten LiDAR-Laserscannern durchdringt, offenbart sich am Boden das unfassbare, schnurgerade, weiße Linien, die das undurchdringliche Dickicht wie Skalpellschnitte durchtrennen. Es sind die sogenannten Sakbe-Ob, der Plural des Maya-Wortes Sakbe, was wörtlich weißer Weg bedeutet. Wir sprechen hier nicht von staubigen Trampelpfaden. Das sind erhabene, künstlich angehobene Straßen bis zu 3 Meter über dem Sumpfboden emporragend und satte 10 Meter breit. Der Kern dieser Straßen bestand aus verdichtetem Kalksteinschutt, eingefasst in monumentale Trockenmauern aus Steinblöcken. Den krönenden Abschluss bildete eine Deckschicht aus poliertem Saskap. Das ist eine Mischung aus zermahlenem Kalkstein, Wasser und einem geheimen organischen Bindemittel, höchstwahrscheinlich dem Rindensaft des Tschukum-Baums. Dieses Gemisch härtete aus wie industrieller Beton und hinterließ eine aalglatte, blendend weiße Oberfläche. Wenn der Mond auf Yucatan schien, leuchteten diese Highways durch den dunklen Dschungel und machten eine Navigation bei tiefster Nacht möglich. Und diese Straßen sind gerade, ich rede hier nicht von Pi mal Daumen gerade,
Ich spreche von mathematischer, unbestechlicher Präzision. Der Sakbe zwischen den antiken Metropolen Koba und Jaxuna misst atemberaubende 100 Kilometer. 100 Kilometer lang, 3 Meter hoch erhoben, quer durch Hügel, Senken und tückische Sümpfe. Ein Terrain, in dem selbst erfahrene Ranger ohne GPS nach 100 Metern restlos die Orientierung verlieren. Das Nationale Anthropologie-Institut Mexikos, die INA, ließ unter Alfonso Morales die chemische Beschaffenheit dieses Sascab-Betons in Laboren analysieren. Die Resultate lassen unsere moderne Infrastruktur wie einen Witz wirken. Die Druckfestigkeit des ausgehärteten Maya-Betons stellt etliche moderne Asphaltmischungen mühelos in den Schatten. Noch heute, nach über 1000 Jahren in einem apokalyptischen Klima aus glühender Hitze, sintflutartigem Regen, aggressivem Wurzeldruck und biologischer Zersetzung, sind diese Straßen in weiten Teilen intakt. Unser glorreicher moderner Asphalt kapituliert unter denselben Bedingungen nach jämmerlichen 20 bis 30 Jahren. Macht euch das bewusst, diese Kultur kannte keine eisernen Werkzeuge für den Steinschnitt. Sie hatte kein Rad für Transportkarren erfunden, es gab keine Zugtiere, keine Pferde, keine kräftigen Ochsen, keine Kamele, keine Esel. Jeder einzelne Stein, jeder Eimer Beton wurde einzig und allein auf menschlichen Schultern und mit Hilfe von Stirnbändern, den sogenannten Tumplines, durch den Urwald geschleppt. Dennoch stampften die Maya-Beton-Highways aus dem Boden, die breiter, gerader und tausendmal haltbarer waren als alles, was das stolze Europa vor dem Beginn des industriellen Straßenbaus im 19. Jahrhundert überhaupt erdenken konnte. Das ist kein Mythos. Das ist beinharte Laborrealität. Der vergessene Megabau von Gizeh. Und das bringt uns zum unangefochtenen Epizentrum antiker Mysterien, Gizeh, Ägypten. Jedes Kind auf diesem Planeten kennt die majestätischen Pyramiden. Doch so gut wie niemand spricht über den Weg, der zu ihnen hinaufführt. Einen Weg, der für die Antike so beeindruckend war, dass selbst die größten Gelehrten ehrfürchtig verstummten. Wir sprechen von einem gigantischen, ehemals überdachten Aufweg, einer industriellen Rampe aus feinstem Basalt und Kalkstein, die sich aus dem Niltal tief hinauf zum Gizeh-Plateau wälzte. Als der berühmte griechische Historiker Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus das Areal besuchte, notierte er etwas unglaublich Brisantes. Die gewaltige Rampe raubte ihm weit mehr den Atem als die Cheops-Pyramide selbst. Er beschrieb hochglanzpolierte Innenwände, die über und über mit Reliefs verziert waren, und eine massive Decke, die den gesamten über einen Kilometer langen und 10 Meter breiten Aufweg schützend überspannte. Ein hermetisch abgeriegelter Korridor vom Tal bis in den Himmel der Pharaonen. Heute zeugen nur noch Fundamente und vereinzelte Fragmente des pechschwarzen Basaltpflasters von dieser Epik. Doch diese Trümmer schreien uns eine Wahrheit entgegen. Basalt ist ein ultradichtes vulkanisches Gestein, das deutlich schwerer als Kalkstein und spürbar härter als Granit ist. Und es gibt in Gizeh weit und breit keinen Basalt. Die nächstgelegene natürliche Quelle ruht im Fayum-Becken, über 80 Kilometer entfernt. Jemand hat also Tausende von diabolisch schweren Basaltblöcken über mehr als 80 Kilometer herangeschafft, vermutlich über das Wasser des Nils und ein komplexes Kanalsystem, nur um damit eine Zufahrtsstraße zu pflastern. Die Fugen dieses Pflasters waren derart extrem eng und die Oberfläche so spiegelglatt poliert, dass man abertausende Tonnen an Baumaterial reibungsarm hinaufgleiten lassen konnte. Eine antike Industrieautobahn. Der renommierte Ägyptologe Mark Lehner von der University of Chicago hat diesen Wahnsinn als gigantisches Logistiknetzwerk rekonstruiert. Es gab einen eigenen Nilhafen für die Steinblöcke aus den Steinbrüchen von Tura und Assuan. Von dort zweigte ein künstlich gegrabener Kanal zur Baustelle ab, der exakt in diese überdachte Aufwegsrampe mündete, um die Megalithen auf Plateauhöhe zu hieven. Eine industrielle Lieferkette, deren Zahnräder perfekt ineinander griffen. Lehner umschifft in seinen Schriften dabei stets die wirklich explosive Frage: Was für eine unfassbare Zivilisation stampft ein derartiges Meisterwerk der Ingenieurskunst aus dem Wüstenboden, nur um es als bloße Vorbereitung für den Bau von Grabmälern zu nutzen? Wenn schon die Simpel-Baustraße einen antiken Weltreisenden wie Herodot mehr flasht als die Pyramide an sich. Was sagt uns das über die wahre Natur der Pyramiden? Der Tonziegelcomputer von Girsu. Wir gipfeln im heutigen Irak, der südmesopotamischen Provinz Dikar. Hier ruht Girsu, das pulsierende Herz der sumerischen Dynastie von Lagash, eines der ältesten und heiligsten Zentren der Menschheitsgeschichte. Erst vor kurzem, im Jahr 2022, jagte eine Entdeckung des British Museum unter der Leitung von Dr. Sébastien Rechok Wellen durch die Archäologie. Sie gruben ein massives Konstrukt aus gebrannten Ziegeln und Bitumen aus, das einen antiken Kanal des Euphrats überspannte. Zunächst schlug man das Aktenzeichen Brücke darauf, Fall or Ledict, von wegen.
Als die Teams das Innere der Anlage analysierten, stießen sie auf etwas, das dort nicht existieren durfte. Keine simplen Durchgänge, sondern ein Labyrinth aus geschlossenen Räumen, Kammern und Schächten. Ein Netzwerk aus inneren Kanälen, die sich an berechneten Punkten teilten, das Wasser verlangsamten, umleiteten und über Auslässe auf unterschiedlichsten Höhen wieder zusammenführten. Ein unterirdisches Rohrleitungssystem. Die Durchmesser dieser Öffnungen variieren extrem präzise. Kleinere Öffnungen generierten bewusst hohen Wasserdruck, größere senkten ihn. Meine Freunde, das ist keine Brücke, das ist kein Aquädukt und das ist auch kein Staudamm. Sébastien Rie brachte es in seinem Bericht für das renommierte Fachmagazin Antiquity diplomatisch, aber schonungslos auf den Punkt. Dieses Bauwerk sei weitaus komplexer als eine einfache Brücke oder ein Kanal. Es ist ein hydraulisches Kontrollsystem. Ein uralter Analogrechner aus Schlamm und Pech, gebaut, um Wasserdruck, Strömungsvolumen und die exakte Flussrichtung zu manipulieren. Und wir befinden uns hier in der sogenannten Schulgi-Ära, rund 2000 Jahre vor Christus, der absoluten Morgenröte der menschlichen Zivilisation. Sie besaßen keine eisernen Pumpen. Es gab keine mechanischen Ventile aus Metall. Nur gebrannter Ton, klebriges Bitumen als Dichtmasse und ein so gottgleiches Verständnis von Flutdynamik, Druckgefällen, Strömungsgeschwindigkeiten und dem physikalischen Bernoulli-Effekt, dass es einem den Verstand raubt. Wir schreiben den Sumerern gerade gönnerhaft zu, in jener Zeit mühsam die erste Schrift in Tontafeln geritzt zu haben. Und doch bauten sie parallel Strömungsmaschinen, deren mathematische Grundprinzipien in Europa erst im 17. Jahrhundert durch die Koryphäen Blaise Pascal und Daniel Bernoulli entschlüsselt wurden. Das Echo der Götter. Fassen wir die Indizienkette zusammen. Fuyan, Granitbalken, die physikalisch brechen müssten, es aber seit Jahrhunderten nicht tun. Adams Bridge, eine 48 Kilometer lange Struktur im Ozean, deren Fundamente tiefer in die Zeitgeschichte ragen, als jede Theorie es erlaubt. Peru, primitive Grasbrücken, deren Seilstatik auf MIT-Niveau operiert. Ein 800 Meter langer Steinkorridor tief unter den Wellen der Karibik. Yucatan, mathematisch perfekte Maya-Highways aus Hightech-Beton, gebaut ohne das Wissen um das Rad. Gizeh, eine industrielle Hochleistungsrampe, die ein Wunderwerk aus dem Schatten der Pyramiden ist. Und Girsu, ein thermodynamischer Wassercomputer aus gebrannten Lehmziegeln. 7 absolut unmögliche Bauwerke. Verteilt über die Kontinente und Epochen unserer Welt, ohne jeglichen Kontakt zwischen diesen Kulturen. Doch überall stößt die Wissenschaft auf exakt dasselbe provokante Muster. Ein Ingenieursniveau, das unsere behütete offizielle Chronologie schlichtweg in Stücke reißt. Die eingestaubten Schulbücher predigen uns von primitiven Völkern, langsamer Entwicklung und stumpfen Steinwerkzeugen. Doch die schweigenden Steine erzählen eine gänzlich andere Wahrheit. Die nackten Zahlen erzählen etwas anderes. Die unbestechliche Materialwissenschaft sagt uns ins Gesicht, dass wir blind sind. Wir sonnen uns in dem Glauben, die unangefochtene Spitze der menschlichen Evolution zu sein. Die absoluten Pioniere, die die Welt nach ihren Vorstellungen formen. Aber vielleicht sind wir gar nicht die Ersten, die Straßen gebaut haben, die für die Ewigkeit halten. Vielleicht fangen wir gerade erst an, die vergessenen Fußstapfen unserer eigenen Vorfahren zu begreifen. Doch das ist erst der Anfang. Das Geheimnis, das wir im nächsten Video lüften werden, ist noch weitaus unbeschreiblicher und wird alles bisher Gesehene endgültig in den Schatten stellen.